Hallo Starfield Community, ich hoffe euch geht's gut. In diesem Video präsentiere ich euch Tipps und Tricks, die euch das Spiel so nicht sagt. Und ich wette auch schon für Leute, die Starfield schon einige Zeit spielen, sind hier noch vielleicht der ein oder andere Move dabei, den ihr noch nicht kanntet. Wenn euch mein Content gefällt, dann drückt doch gerne den Abonnieren-Button, lasst Support da auf dem Weg zu 25.000 Abonnenten. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Wenn ihr Items in eurem Inventar habt, die so einen roten Pfeil haben, dann bedeutet das, die sind gestohlen. Und das birgt Gefahr, festgenommen zu werden und eine Strafe zu bezahlen, und dann gibt man auch die Items ab. Wie wir dem entgehen, zeige ich euch nämlich auf einem ganz einfachen Weg. Ja, das hier ist auch jetzt zum Beispiel New Atlantis. Es gibt mehrere Wege, ich zeige euch jetzt 2 Stück. Ja, weil das eine zielt auch für Schmugglerware. Wir sind hier in New Atlantis im Raumhafen, laufen hier geradeaus und gehen dann Richtung Unterdeck. Die Leute, die meine Videos verfolgen, die kennen bereits das Unterdeck. Zumindest den direkten Weg dahin. Ja, weil da besorgen wir uns nämlich die Mikrogun, indem wir sie von dem Händler stehlen, wer das machen möchte. Ne? Das ist ja auch immer so eine Frage, ob man diesen Weg gehen will oder nicht gehen will. Manche spielen ja das Spiel auf Pirat, Dieb oder komplett unter der Gerechtigkeit. Und da macht man es natürlich nicht. Sachen stehlen, aber für den Fall, dass ihr die Mikrogun spielen wollt und die stehlen wollt, ja, dazu habe ich ein extra Video, könnt ihr in meiner Playlist schauen. Da in diesem Laden gibt es die Mikrogun. Und wenn wir jetzt hingehen wollen und hätten gerne, dass das weg ist, dann gehen wir hier unter der Unterführung durch, öffnen hier die Tür und hier finden wir Zoe. Und Zoe ist von der Handelsaufsicht. Und hier kann man gestohlene Ware verkaufen. Das sehen wir jetzt, wenn wir jetzt hier auf Verkaufen gehen in unser Inventar. Da sieht man die Mikrogun. Ja, aber normalerweise bei normalen Händlern wäre die jetzt gar nicht da. Ne, die wäre nicht zu verkaufen. Das heißt, wir verkaufen diese jetzt. Und dann gehen wir hin, wechseln wieder auf Kaufen unter Waffen. Und normalerweise sollte diese jetzt hier irgendwo auftauchen. Einen Augenblick, wir gehen auf Zurückkaufen, sorry. So, dann seht ihr hier, da ist die Mikrogun und die kaufen wir jetzt zurück. Und was ist jetzt passiert? Wenn du noch etwas brauchst. Wenn wir ins Inventar zurückgehen, da ist die Mikrogun und sie hat keinen roten Marker mehr. Ne, das hier war meine Mikrogun, das ist die normale Mikrogun. Zwischen Narion, Sol und Alpha Centauri finden wir ein wichtiges System, und zwar das Wolf-System. Das ist nämlich je nach Spielstil relevant, denn hier können wir den Bau besuchen. Und der Bau hat folgenden Vorteil: hier wird man nicht gescannt. Das heißt, hier können wir Schmugglerware loswerden und auch geklaute Ware, ohne, wie gesagt, gescannt zu werden. Und dafür gehen wir einfach hin, ja, und gehen hier nach links, und dann sehen wir hier wieder die Handelsaufsicht, und da können wir alles verkaufen, was wir wollten, beziehungsweise auch einkaufen. Der Händler hat auch ordentlich Credits, ja, das bedeutet schön kaufen, verkaufen und sich hier wieder voll machen mit den Credits. Hier in diesem Ausschnitt sehen wir, dass diese Notausgänge mit unserem Schneider, ja, zu öffnen sind, und dort finden wir Quests und auch versteckte Räume. Haltet in Starfield die Augen auf nach solchen Magazinen oder Zeitschriften. Warum? Die geben uns einen permanenten passiven Bonus, solange wir diese im Inventar haben. Zum Beispiel Code des Cyberrunners. Kritische Treffer mit Laserwaffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Der Constellation Guide. Sturzschaden wird permanent um 5% reduziert. Und so weiter, ja. Solomons Abenteuer, der Waffenschaden wird nachts dauerhaft um 5% erhöht. Oder Spitzenleistung, erhöht die Tragekapazität dauerhaft um 5 Kilo. Und ihr wisst ja, Tragekapazität immer wichtig. Ich habe dazu ein komplettes Video, eine komplette Videoreihe angefangen, ja, wo wir alle Magazine durchgehen und wo ich euch natürlich auch erkläre, wie man diese findet. Einige sind leichter, andere sind etwas komplexer zu finden. Deshalb schaut auf meinen Kanal, in die Playlist, die habe ich auch da oben verlinkt, ja, in der Infobox, oder schaut auch gerne, wie gesagt, in den Videos rein.
dort präsentiere ich euch alle Hefte nach und nach, sobald ich sie gefunden habe. Wir befinden uns jetzt am Eingang zur Loge, die eigentlich jeder kennt durch die Hauptquest, und die Loge wird gnadenlos unterschätzt. Man muss sich in Starfield wirklich die Zeit nehmen, und das ist das Grandiose, und wirklich alles entdecken, ja, so viel wie es geht, weil es macht auch eine Menge Spaß. Wir können hier dann rechts runter in den Keller, viele wissen gar nicht, dass es den Keller gibt, und der Vorteil ist einfach, gerade zum Anfang, ja, hier findet ihr sofort epische Waffen, und hier gibt es sofort alle Werkbänke plus Kochstation plus Forschungsstation auf einem Punkt. Ihr müsst gar nicht suchen, das ist ein sehr guter Spot, solange ihr keinen funktionierenden Außenposten habt. Aber das ist nicht der entscheidende Tipp. Ja, das Ding kommt noch jetzt. Und zwar, wir gehen hier weiter rechts und dann sehen wir, noch ein rechts weiter. Also ich gehe nochmal kurz den Weg, damit es keine Verwirrung gibt. Hier ist die Station und dann gehen wir hier rechts durch und dann seht ihr hier diese Ausrüstungspuppe. Und jetzt bräuchten wir Meister. Und bis Meister dauert es schon eine ganze Zeit lang. Aber was wir machen können ist, ihr seht jetzt hier, wir können durch eine ganz langsame Mausbewegung auf die Aufstellungspuppe, oder habe ich jetzt Ich meinte natürlich Ausstellungspuppe, zugreifen. Und hier findet ihr eine der besten Rüstungen, die ich bis jetzt gesehen habe, nämlich die MK1-Rüstung. Ja, und die könnt ihr jetzt hier abnehmen und dann habt ihr sie gelootet, obwohl ihr den Meister-Skill noch nicht habt. Das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber es ist trotzdem ein wichtiger Tipp vielleicht, ne? Man kann hingehen und es gibt eine Quest, die heißt Mantis, und da gibt es 100 YouTube-Videos zu. Ich möchte sie hier nicht spoilern, ne? Aber es gibt eine Quest, die heißt Mantis, und da findet man am Ende eine starke Ausrüstung und auch ein sehr starkes Schiff. Und wenn man diese Quest gemacht hat und vor der Ausstellungspuppe steht, wo man diese legendäre Rüstung sieht, man sieht sie schon, weil sie sieht einfach einmalig aus im Erscheinungsbild. Ich habe nur den Helm gerade an, ja, aber den kann ich euch mal gerade zeigen, der sieht so aus, ne, dann seht ihr das. Und wenn man diese Mantis-Quest macht und davor steht, speichert einmal, denn diese Rüstung hat Random Rolls. Und das ist der entscheidende Punkt. Ihr könnt immer wieder laden und dann die Rolls so definieren, wie ihr sie haben wollt, wenn ihr die lootet, wenn ihr da Bock drauf habt. Ist nun mal so ein Off-Topic-Tipp, den gibt euch fast keiner. Ja, das ist möglich, habe ich auch nicht gemacht, weil ich finde die MK1 sehr geil, aber da kann man sich wirklich so eine God-Roll-Rüstung besorgen. God-Roll-Rüstung. Aber ich möchte wahrscheinlich noch mal im New Game Plus starten, auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad, und deshalb war mir das jetzt egal. Wir befinden uns immer noch in der Loge. Ich habe ja gesagt, die ist underrated. Und jetzt gehen wir hier, ja, die zweite Tür nach rechts, dann bis zum Ende des Ganges, dann nach links und dann die zweite Tür nach links. Kann man sich gut merken. Ja, denn hier befinden wir uns in unserem Zimmer. Und das Besondere ist, dieser Trick beziehungsweise dieser Tipp kam von einem YouTube-Kommentar aus der Community, und zwar von Bubbleman. Vielen Dank dafür. Ja, man sieht es jetzt hier. Wir gehen auf unseren Tresor. Und was ist das Besondere? Schaut mal unter meiner Facecam, ja, unten bei Masse. Und zwar hat man hier unendlichen Speicherplatz in diesem Tresor. Extrem geil. Einziger Nachteil, man kann jetzt nicht direkt irgendwie zum Schiff handeln. Das wäre insane krass. Ja, endlich dieses Problem gelöst. Aber da kann ich euch auch sagen, ich bringe morgen oder übermorgen ein Außenposten-Video mit, weil der Außenposten ist extrem krass. Man kann viele Credits damit machen und man hat dort viel Inventarplatz und man kann dort Schnellmissionen annehmen und so weiter und so fort. Ihr solltet euch auf jeden Fall schon mal im Vorfeld mit dem Außenposten beschäftigen, denn da kann man viel Lagerplatz kreieren. Ansonsten ist das hier für den Anfang eine sehr, sehr starke Alternative, oder für die Leute, die es noch nicht kannten. Der Tresor in der Loge in eurem Zimmer hat unendlichen Speicherplatz. Händler sind wirklich wichtig in Starfield, weil da generieren wir natürlich Credits, aber die haben auch geilen Stuff, wie zum Beispiel Waffen. Dazu habe ich ja jede Menge Videos auf meinem Kanal, wo ihr coole Waffen findet, auch bei Händlern. Ja, einfach, aber auch die Ressourcen. Ne? Die haben sehr, sehr oft starke Ressourcen. Müsst ihr mal schauen. Hier zum Beispiel Leggy-Ressource, 3 Stück. Ich kaufe mir immer alle Ressourcen rein, die wirklich gut sein könnten. Ja, und die von Relevanz sein sollten. Ne? Also hier zum Beispiel Leggy. Es gibt auch sogar 4 Sterne. Ja, dann sind die grün. Die shoppe ich auch immer mit rein. Ja, und eine ganz wichtige Ressource, die man sehr, sehr oft braucht,
ist das Kosmetikum. Das solltet ihr auf jeden Fall auch immer mitnehmen, wenn ihr das seht hier. 19 Stück, die shoppe ich immer rein. Kosmetikum, immer was geht. Ja, weil da braucht ihr sehr, sehr viel von. Ne, also schaut immer auch bei den Ressourcen rein und wenn ihr gerade im Kopf habt, was ihr braucht. Ihr könnt aber auch bei den Forschungsstationen bestimmte Ressourcen markieren und dann werden die euch auch angezeigt, welche ihr braucht. Also ganz wichtig, ja, Händler. Und der zweite Punkt ist, wenn wir den Händler jetzt Stuff verkaufen, dann gehen auch seine Händler-Credits weg. Jeder Händler hat ja nur eine bestimmte Anzahl von Credits, das wissen fast alle. Aber was wenige wissen, ist tatsächlich, dass diese Credits resettet werden nach 48 Stunden. Mindestens 48 Stunden. Das bedeutet, ihr könnt hingehen und könnt euch hinsetzen oder irgendwo schlafen, ja, und dann könnt ihr diese Credits resetten. Ne, das funktioniert überall, wo ein Bett ist, überall, wo eine Couch ist, könnt ihr euch hinsetzen, warten und dann könnt ihr über 48 Stunden, quasi euch da hinsetzen, um dann hier den Händler mit den Credits resettet zu haben. Auch ein ganz wichtiger Punkt, ich bin mir, glaube ich, sicher, dass man die nicht herstellen kann, ist, hört auf, Medipacks zu tragen. Und zwar, Medipacks sind zwar für den Anfang ganz nice, ja, hier 8 Sekunden lang pro Sekunde 4 Gesundheit, also 32 Gesundheit über 8 Sekunden, aber viel geiler sind die Notfallkits, ne? Das sind die stärksten Kits, meine ich zumindest, die ich bis jetzt gesehen habe, regeneriert 4 Sekunden lang pro Sekunde 12 Gesundheit. Das sind 48 Gesundheit in viel kürzerer Zeit. Ja, ticken viel schneller hoch, immer mit reinkaufen. Ne, die immer rein shoppen. Ja, und ansonsten gibt es neben denen noch das Trauma-Pack. Die sind auch übrigens besser als die Kits. Einige werden von euch eventuell mit Partnern rumlaufen, mit befreundeten NPCs, die euch unterstützen. Und hier ist es wichtig zu wissen, natürlich, dass man einmal, das hatte ich auch schon in meinem letzten Video oder in meinem Beginner-Video gesagt, man kann den aus dem Inventar heraus, damit man hier etwas an Gewicht verliert in einer Mission, kann den natürlich den Stuff zuordnen, ja, und zum anderen kann man den aber auch, wenn man möchte, und zwar machen wir das jetzt gehen wir auf das Inventar von Sam, wir können den direkte Waffen zuordnen, das bedeutet, wenn ich möchte, dass er mit der Drumbit spielt, dann spielt er damit. Aber wenn ich ihm auch eine starke Waffe gebe, dann ist er natürlich auch stärker. Und das macht man, wenn man dann auf die Waffen geht und B klickt. Dann rüstet man das Ganze aus. Es funktioniert übrigens auch natürlich mit stärkerer Ausrüstung. Man kann auf die unterschiedlichste Art und Weise Mineralien sammeln. Auf dem Planeten landen, scannen ist die eine Möglichkeit. Ja, da kann man gezielt grinden. Aber wenn man gerade hier irgendwie vorbeifliegt und man braucht Eisen oder sowas, weil das eine Quest sagt, ja, dann kann man hier ganz einfach auch die Asteroiden platt machen und sich hier einfach mit Materialien rein grinden, indem man einfach diese Asteroiden platt macht und da gehen auch die großen. Ja, also das funktioniert wunderbar und so kann man schnell Stuff grinden, wenn man im Raumschiff ist und gerade am Asteroidengürtel vorbeifliegt. Ja, das ist auch überhaupt kein Problem. Hier schön alles platt machen und schön den Stuff mitnehmen. Ich musste meine Kamera ein bisschen unterschieben, sonst hätte man es nicht gesehen. Eine wichtige Empfehlung für den Außenposten, ja, hier seht ihr, hier habe ich einen Außenposten, ist, achtet darauf, dass dort viele Materialien vorhanden sind, dort, wo ihr den Außenposten errichtet und am besten auch ein Feld mit legendären Materialien. Das kann ich euch wirklich nur als Tipp geben, ja. Das bringt erstens viel Geld und zweitens ist es tatsächlich so, dass ihr die dann auch nicht mehr per Hand grinden müsst. Wie gesagt, ich mache nochmal ein extra Video zu den Außenposten, da erkläre ich ganz genau, wie ihr den aufzubauen habt. Und falls ihr es noch nicht wusstet, ihr könnt ja auch einen Planeten scannen und einfach random irgendwo landen, wo ihr zum Beispiel grinden wollt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Nickel brauchen würde, ihr seht hier die Lupe, weil ich das für irgendein Forschungsprojekt oder für irgendeinen Mod brauche, dann kann ich jetzt gezielt hier landen und einfach Nickel grinden, ne, indem ich einfach auf den Planeten klicke, dort, wo ich gerne landen möchte. Falls ihr das noch nicht wusstet, ist das auch möglich. Ja, meine Freunde der guten Videos, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Abo da auf dem Weg zu den 25.000 Abonnenten. Ich streame das Game auch im Moment live auf Twitch. Könnt ihr hier unten in der Infobox verfolgen. Ich denke, da war der ein oder andere Tipp dabei, den ihr noch nicht kanntet. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr irgendwas wisst, was ich noch nicht in meinen beiden Tipps und Tricks Videos zusammengefasst habe, dann schreibt es mir gerne rein. Vielleicht ist es ja interessant. Entweder pinne ich es an oder, wenn sich viel sammelt, mache ich gerne auch ein Video darüber. Deswegen, halt die Ohren steif.
guten Loot, guten Grind. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Euer Dreed. Ciao.